Hi Leute, mein Name ist Luca und ihr seid auf meinem Kanal Wolflight. Heute zeige ich euch, wie ich in meinen Campstove eine Wasserkühlung eingebaut habe. Aber erstmal für alle, die den Campstove noch nicht kennen. Der Campstove ist ein kleiner Campingkocher, der mit Hilfe eines Peltier-Elements, das sieht ungefähr so aus und ist ein elektrisches Bauteil, Strom generiert. Ein Peltier-Element zeichnet sich dadurch aus, dass es, wenn Strom durchfließt, auf der einen Seite Kälte und auf der anderen Seite Wärme generiert. Dadurch kann der Campstove Strom generieren und kann dadurch auch eine optimale Verbrennung gewährleisten. Ich hatte jetzt die Idee, in meinen Campstove eine Wasserkühlung einzubauen, damit der Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten des Peltier-Elements sehr hoch wird und dadurch mehr Strom generiert wird. Aber bevor das jetzt alle Leute hier nachbauen oder auch nur manche, die Anzahl des Stroms oder die Leistung des Stroms, die generiert wurde, ist höher geworden. Allerdings wurde der gesamte Strom, der mehr produziert wurde, durch die Pumpe verbraucht. Also momentan lohnt es sich noch nicht, den Campstove auf eine Wasserkühlung umzurüsten, weil man nicht mehr Strom produziert, den man nutzen kann, und weil man an Wasser gebunden ist. Aber jetzt erstmal los geht's. Hier seht ihr, wie mein erster Prototyp aufgebaut aussieht. Da habe ich erstmal die Luftkühlung, also dieses Luftkühlelement rausgenommen und habe nur ein PC-Wasserkühlelement genommen und das einfach eingesetzt. Das hat schon mal recht gut funktioniert. Ihr seht ja auch, das Handy wird geladen, die Pumpe kann betrieben werden und der Campstove läuft immer noch weiter. Also das stimmt alles. Es wird genug Strom produziert, um das zu gewährleisten. Allerdings sah das Ganze noch nicht so schön aus und deswegen habe ich das nochmal anders gebaut. Ich habe dann, wie ihr seht, das Luftkühlelement so ausgeschnitten, dass das Wasserkühlelement reinpasst. Also hier auf der Rückseite sieht man die Schrauben, die oben im Campstove greifen, im Rückteil. Das sind die oberen Schraubelemente hier von dem Deckel, von der Rückklappe. Und gleichzeitig habe ich noch ein bisschen, also es passt sich einfach schöner in den Campstove rein. Und ich habe hier den Campstove ein bisschen verunstaltet und habe ein Loch reingeschnitten, weil vorher der Schlauch, hier sieht man den Schlauch, der da vorher drin war, der ist total gebogen, dadurch, dass der unten war, hier unten dran war und dann oben raus musste, ist der total gebogen und das hat auch die Wasserführung in dem Schlauch einfach, war dadurch nicht so günstig und deswegen habe ich hier jetzt nochmal ein Loch genau auf Höhe des Anschlusses gemacht und jetzt baue ich den wieder zusammen. Und im Anschluss habe ich dann nochmal da eine Weile lang Wasser durchlaufen lassen, um zu testen, ob das Ganze auch dicht ist, so dass da die Elektronik nicht irgendwie mit Wasser in Berührung kommt. Dann habe ich damit mehrere Testdurchlaufe gemacht, auch an einem See zum Beispiel. So, wir haben den Campstove jetzt hier aufgebaut. Links sieht man den Schwimmer mit der Pumpe. Der wird von dem USB-Adapter gespeist, der an den Campstove angeschlossen ist. Und das Wasser fließt dann nach rechts weg, wieder zurück in den See. Und im finalen Test habe ich dann eine Uhr neben den Campstove gestellt, um immer die Zeit messen zu können. Und habe in regelmäßigen Abständen die Temperatur des Wassers, das in der Wasserkühlung zirkuliert, gemessen. Das blende ich euch jetzt hier immer unten links im Video ein. Und die Kühlung wurde nur durch ein Becken mit Eiswürfeln, in dem eine zweite PC-Kühlung lag, gewährleistet. Wie ihr seht, sind am Campstove 3 Anzeigen. Das linke ist die rote Anzeige, die den Temperaturunterschied zwischen der einen und der anderen Seite des Peltier-Elements
zeigt. Das Blaue in der Mitte ist die Anzeige für die Geschwindigkeit der Lüftung. Diesmal habe ich ganz unten, weil man mehr einfach nicht braucht beim normalen Betrieb. Und die rechte, die grüne, das ist die Anzeige, die anzeigt, wie voll die Batterie geladen ist. Also, das ist mein Einbau einer Wasserkühlung in den Campstove und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall auch noch versuchen, einen zweiten Teil zu machen und das auch noch ein bisschen verbessern. Momentan ist das noch recht unpraktisch, weil man sehr viel Sachen mitnehmen muss und auch einen See immer braucht und so. Ich will noch versuchen, dass man die Wärme vielleicht doch über eine Luftkühlung dann wieder los wird aus der Wasserkühlung. Dass man letztendlich vielleicht zumindest einen Campstove hat, der länger laufen kann und länger Strom produzieren kann, weil der ursprüngliche mit der Luftkühlung nach so einer Stunde oder so, normalerweise lässt man den so lange ja nicht laufen, aber nach einer Stunde ist der irgendwann überhitzt quasi, also hat nicht mehr genug Strom produziert. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Oder falls ihr noch Fragen oder Ideen oder Anregungen habt, auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten verlinke ich euch hier oben die Playlist zu meinem letzten Projekt. Das war das Terrarium. Und hier unten verlinke ich euch mein nächstes Video. Und ansonsten, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, könnt ihr mich hier oben gerne abonnieren. Ciao!